Ja, G-Loomis ist schon lange ein bekannter und vor allen Dingen gesetzter Name in der Fliegenfischerszene. Wohlbemerkt seit 1982. Da steckt also eine Menge Wissen, eine Menge Know-how hinter. Und G-Loomis hat ja auch schon den einen oder anderen Kracher in den vergangenen Jahren an den Markt gebracht. In der Vergangenheit gibt es zwei Neuigkeiten von G-Loomis. Zum einen die S-Squid, die wir bei der Hechtfischerei schon getestet haben. Und die zweite ist hier die G-Loomis NRX Plus Salt. Ich habe hier zum Meerforellenfischen die NRX Plus Salt in der Klasse 7 mit 9 Fuß mitgebracht. Eine wirklich sehr schnelle Streamerroute, die vom Blank her auf einer Dynamic Recovery Technologie basiert, zusammen mit dem GL8 Hardsystem von G-Loomis. Das sorgt wirklich für eine ultraschnelle, kraftvolle Aufladung der 9 Fuß langen Route. Was heißt das in der Praxis? Dass die Route wirklich sehr schnell ist und sehr schnell deine Schnur auf Geschwindigkeit bringt. Die Aktion des Blanks ist wirklich kraftvoll, etwas härter. Das heißt, man kann damit sehr enge Schlaufen erzeugen, die natürlich für eine sehr hohe Leinengeschwindigkeit sorgen. Das Ganze ist natürlich genial bei der Salzwasserfischerei auf Bonfisch oder Permit, wo man wirklich schnell zu der Schule kommen muss, um da einen Fisch rauszupicken. Aber diese Eigenschaften, dieser schnelle, kraftvolle Blank ist eben auch genial an der Küste, gerade wenn man in den Wind fischt. Denn wenn man mal ehrlich ist, wir fischen den ganzen Tag über blind in der Ostsee und versuchen so viel Wasserfläche wie möglich abzufächern. Und mit dieser NRX Plus Salt gelingt das eben super einfach gegen den Wind. Enge Schlaufen, hohe Leinengeschwindigkeit heißt weite Würfe den ganzen Tag über. Ja, nicht nur der Blank gefällt mir sehr gut, auch die Komponenten sind natürlich äußerst hochwertig. Wir haben 2 Leitringe, Titan, natürlich eine SIG-Einlage drin und Recoil-Schlangenringe. Das heißt, die springen immer wieder zurück in ihre Ursprungsform. Man kann damit gerne mal hängen bleiben oder die einquetschen. Die Wicklungen werden nicht gebrochen, der Lack bleibt heil. Das ist natürlich sehr cool bei so einer hochwertigen Route. Auch hochwertig ist der Rollenhalter. Wenn vielleicht auch gar nicht so wichtig, ist mir auch bei der S-Squid beim Hechtfischen schon aufgefallen, dass der Rollenhalter wirklich bombenfest sitzt. Wir haben 2 Kontermuttern, die sich wirklich genial anziehen lassen, weil wir eine Menge Grip haben. Und in diesem Fall meine Hatch Iconic in 5 bewegt sich kein Zentimeter, auch nicht über den ganzen Tag, da löst sich gar nichts und das Ganze natürlich salzwasserfest. Der Kork ist ein sehr hochwertiger Kork, ohne große Einschlüsse oder Poren, mit einer etwas breiteren Form, sitzt also super auch in größeren Händen, man kann eine Menge Kraft damit aufbauen und wir haben am Ende noch einen Rubber-Kork gemischt, der natürlich dafür sorgt, dass der Fighting-Button ein bisschen robuster ist, wenn man ihn dauernd auf den Stein oder irgendwo abstellt. Ja, ich habe hier wie gesagt meine 5 Plus, die Hatch drauf, zusammen mit einer Arctic Silver Green Velvet, eine Schnur mit einer etwas längeren Keule, was aber nicht schlimm ist hier in dem Wind, denn wie gesagt, die Route ist wirklich sehr, sehr schnell, erzeugt enge Schlaufen und es macht einfach eine Menge Spaß, damit zu fischen. Deswegen gehen wir jetzt auch noch mal raus, machen ein paar Würfe und schauen mal, was die Route in Aktion bringt. Ja, wir sind jetzt hier im Wasser angekommen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, verzeiht mir, denn es sind wirklich brutale Wellen unterwegs, auch eine Menge Wind, die hier auflandig rauskommt. Deswegen kann das natürlich mal ein bisschen rauschen hier. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, das sind genau die Bedingungen, die wir lieben, wenn es um große Fische geht und auch Bedingungen, wo wir die NRX Plus Salt eben testen wollten. Ich würde sagen, alles, was ich euch eben am Ufer schon versprochen habe, das hält die G-Loomis NRX Plus Salt auf jeden Fall ein. Wir kriegen die Schnur auch gegen Wind leicht raus. Wir fischen hier eine längere Keule. Dennoch haben wir eine recht enge Schlaufe, die wirklich für eine hohe Leinengeschwindigkeit sorgt und auch hier gegen die Wellen, gegen den Wind wirklich auf maximale Distanzen gebracht werden kann. Ich würde sagen, dass die NRX Plus Salt wirklich, wenn es um Wind geht und viel Fläche abfischen, vielleicht sogar eine meiner neuen Lieblingsrouten bei der Meerforellenfischerei wird. Ich werde jetzt noch ein bisschen durchziehen, hoffe, wir können euch noch ein bisschen Silber präsentieren. Tolle Route, G-Loomis, NRX Plus Salt, Tight Lines und bis bald.